Letzte Generaldebatte vor der Wahl im Bundestag. Es ging ja hoch her und meine Meinung am Mittag heute mit Weltherausgeber Ulf Boschert. Hallo. Hallo. Tja, was hältst du von diesem Schauspiel heute im Bundestag? Ich habe es nur in Teilen verfolgt und ich bin sehr dankbar, dass Andreas das hier im Studio sehr gut eingeordnet hat. Andreas Rosenfelder? Genau. Andreas Rosenfelder, unser neuer Ressortleiter Meinungsfreiheit. Und da sind wir praktisch programmatisch bei etwas, für das die Weltgruppe steht, nämlich eine möglichst große Form von Meinungsfreiheit und auch breite Debatten. Und ich stehe am Ende, wir sind ja am Ende eines Wahlkampfs, ich stehe eigentlich relativ fassungslos dem gegenüber, dass wir zwar viel über Migration geredet haben, aber meines Erachtens das drängendste Thema, nämlich die wirtschaftspolitischen Herausforderungen, so mehr oder weniger nur als eine Randnotiz wahrgenommen haben. Meine These dazu, ich habe ja mit Daniel Stelter, dem Ökonomen, dem sehr, sehr guten Ökonomen, einen Podcast, Make Economy Great Again. Meine These ist, wir haben durch den Deep State der NGOs, wie Andreas das so schön gesagt hat, im Grunde genommen eine kulturelle Verschiebung der Koordinaten, die so sind, dass man gar nicht mehr vernünftig über die ökonomische Realität reden kann. Wir haben, anstatt über Ökonomie zu reden, haben ein Teil der Intellektuellen 3 Wochen lang über den Elon Musk-Beitrag bei uns geredet. Wir haben sinnlose Debatten über CDU-Verbot. Wir haben die Demonstration gegen rechts. Wir haben im Grunde genommen einen ausschließlich moralischen Diskurs, mit dem man glaubt, wenn man nur gegen die AfD ist und im Zweifelsfall jetzt auch gegen Merz. Und ich bin heute Morgen durch West-Berlin gefahren, jedes FDP-Plakat komplett zertrümmert oder entstellt. So, wenn man nur glaubt, wenn man gegen rechts ist, lösen sich die ganzen ökonomischen Probleme. De facto, wir sind in Europa ganz hinten, wir sind bei G7 ganz hinten, wir sind bei G20 ganz hinten. Und wir haben eine Bundestagswahl, in der die wirtschaftlichen Fragen so gut wie nicht tangiert sind. Am ehesten von Friedrich Merz. Und dann natürlich ganz besonders von der FDP. Die liegt weiterhin bretthart bei 4%, während eine Ex-SED-Linkspartei mit wirklich kommunistischem Müll als Propaganda bei 6% jetzt liegt. Und da merkt man einfach, dass wir ein gesellschaftliches Problem haben, dass es dieser Gesellschaft noch zu gut geht, dass man so einen Quatsch und wie man diesen Quatsch in Deutschland bespricht. Also wir haben eine totale Polarisierung. Das ist ja nicht nur bei uns, so auch in anderen Ländern völlig klar. Vielleicht noch, dass wir das noch mal kurz klarkriegen, Deep State der NGOs, wer das jetzt, wenn in diesem Sprech nicht drinsteckt. Ja, also im Grunde genommen hat Andreas jetzt wirklich wie jemand, der meinen eigenen Kollegen die ganze Zeit rezipiert, aber ich will es gerne so machen. Die Idee einer liberalen Gesellschaft ist, dass du eine Trennung zwischen Staat und Gesellschaft hast. Und die sogenannte Zivilgesellschaft ist erstmal nicht zu verwechseln mit dem Staat. Wenn du aber ganz viele Akteure hast, und das hat man bei den sogenannten Demonstrationen gegen die sogenannten Rechten auch erlebt, die steuerfinanziert ist, dann ist das so ein Ineinanderrutschen von Staat und Gesellschaft. Das ist durch eine NGO-Struktur. Morgen gibt es einen super Leitartikel von mir, wo ich auch deutlich mache, wie sehr die Kirchen Teil davon sind. Und wer heute Morgen Deutschlandfunk im Radio gehört hat, in den ÖRR, wo jemand wie Petra Pau, eine nette Person, aber die Linkspartei sozusagen vollkommen heilig gesprochen wird, mit ihrer Geschichte, Ex-SED, Diktatur verantwortlich, Mauertote und so weiter. Also diese Verschiebung ist in einem Ausmaß radikal geworden in den vergangenen 20 Jahren, dass ich glaube, wir müssen mit einer künftigen Bundesregierung, geführt von Friedrich Merz und einer CDU, diese Struktur angehen, weil die verhindert, dass wir vernünftig über wirtschaftspolitische Herausforderungen reden können. Mehr Zeit haben wir nicht. Vielen Dank, Ulf Boschert. War mir ein Vergnügen. Ja, mir auch.